Guten Morgen, liebe Freunde, hier auf dem besten Kanal auf YouTube, wenn es um Musik geht. Und da heißt auch mein Spezialgast wieder einmal herzlich willkommen, Dana Rolle. Mann, ich bin hier. Wieso passiert das denn? Naja, auf jeden Fall hoffe ich, dass ihr einen guten paar ersten Tage hier in der Woche schon hattet. Es waren schon 2. Ich hoffe, die waren fantastisch. Jetzt der 3. Ja, jetzt der 3. Fängt gerade an. In der Mitte, in der Mitte, Titte und zum Sack, zack, zack. Hoi, hoi. Deutscher Trinkspruch. Okay. Cheers. Cheers. Cheers mit einem Käffchen. Oh, was für ein Käffchen? Wir haben keinen Kaffee hier. Oh. Noch nicht. Vielleicht demnächst. So. Ja, es sind einige Nachrichten hier natürlich angekommen die letzten Tage. Es ist ja die Release-Woche oder Comeback-Woche hier. Meine ich doch. Monat. Habe ich Woche gesagt. Ja. Monat. Aber für uns eigentlich gefühlt das ganze Jahr schon. Ja. Aber jetzt diesen Monat ist es besonders auffällig. Es sind wirklich sehr, sehr viele, die da gerade zurückkommen oder neue Releases rausbringen oder komplett neue Gruppen, so wie Super M zum Beispiel. Auch sehr krass. Aber heute sind wir bei ATEEZE. ATEEZE. Ich kann das nicht. Ja, wer unser Wir lernen Hangul-Video gesehen hat, weiß um die Problematiken, die es hier gibt bei der Aussprache. Ja, und könnten dann jetzt aber auch die Titel schön lesen, zumindest von den Gruppennamen. So, heute das Comeback-Single Wonderland. Ich habe so viele Nachrichten per DM bekommen auf Instagram, dass ich unbedingt darauf reagieren soll, weil die Nummer so toll und so geil ist. Vor allem, es gab schon ein Musikvideo-Teaser, den haben wir nicht angeguckt. Nee. Und es gab so ein Performance-Video, irgendwas, das haben wir auch nicht gemacht. Oh, gab's auch schon? Krass. Ja. Aber wenn wir wirklich hier alles mitnehmen würden, dann das funktioniert nicht. Nee, geht auch nicht. Es geht zeitlich einfach nicht, weil wir jeden Tag ein K-Pop-Video jetzt angelegt haben und dann ist alles definitiv schon abgedeckt. Ja. So, also fangen wir an. Ich mag den Anfang und der hat eine Lederhose an. Oh, und weißt du doch, Was? ich find's jetzt schon gut. Okay, nur wegen den Klamotten. Ja, er hat eine Lederhose an und weiße Docks. Wie geil ist das denn? Okay, gute Kombi, oder? Ja. Kannst du bei mir ein bisschen lauter machen? Was geht jetzt ab? Wow. Geil. 너는 여기서 멈출 텐가 그토록 원하던 것이 눈앞에 다시 돌아올 수 없어도 Oh we must go it on 끝이 기다리는 시작으로 On my way 모두 발을 맞추고 On my way 하나 둘 하면
So ein Dance-Part, ja? Ich habe gefühlt die ganze Zeit die Luft angehalten. Du hast doch gar keine Pause gemacht. Nee. Ich dachte, vielleicht lasse ich es mal durchlaufen und hoffe, dass das Video nicht gesperrt wird. Das ist ja eigentlich, geht's ja bei den K-Pop-Sachen, ne? Ja. Ja. Ja, Wahnsinn. Riesenabrissding. Eins schon mal vorab, es geht mir langsam so ein bisschen auf den Senkel, auf gut Deutsch gesagt, dass die Masterings irgendwie immer super laut einfach nur sind und an der Dynamik verlieren. Es ist, glaube ich, echt so ein heftig. 9,2 Dezibel runtergezogen. Das ist mal eine Ansage. Wow. 9,2 Dezibel. Das ist freaking laut. Also ihr müsst euch vorstellen, das, was ihr auf YouTube hört, wenn ihr dieses Video anschaut, sind gerade mal 35% von dem, was normalerweise das originale Master hergeben würde. Krass. 35%. Das ist ein Riesenunterschied. Drittel. Das ist ein Riesenunterschied. Also, ich hatte ja mal davon erzählt, dass Metallica ein Album rausgebracht hat, was das lauteste Album jemals, also am lautesten gemasterte Album jemals auf dem Planeten war. Brickwall Mastering. Ja, mit den 10 irgendwas Dezibel. Und die sind jetzt hier mit 9,2. Das muss ich dem Christoph zeigen. Das wird den auf jeden Fall interessieren. Das habe ich jetzt auch schon seit 2 Wochen, gucke ich immer wieder hier in die Statistik für die Nerds rein, auch nicht gesehen, dass da irgendjemand so krass laut gegangen ist. Ich glaube, das höchste, was wir jetzt hatten, war 7, irgendwas. Genau, bisher. 7, irgendwas. Das war auch schon auffällig. Ich finde es halt ein bisschen schade, weil die Dynamik einfach jedes Mal verloren geht und ich höre das extrem raus. Mittlerweile. Also es ist dieses, und gerade bei K-Pop ist es schon relativ häufig so, aber nicht immer, dass sie sowieso sehr laut da sind und sehr undynamisch daherkommen. Ist auch nicht immer so schlimm. Ich finde das aber bei diesen Tracks, die machen das natürlich mit Absicht, ja. Das ist klar. Also die machen das, damit die einfach, sage ich mal, gegen andere Songs nochmal lauter wirken und konkurrieren können und das vielleicht so mehr mainstreamig dann klingt, einfach weil weniger Dynamik da ist. Es macht aber gar nicht so viel Sinn, so laut zu mastern, weil durch die ganzen Streaming-Plattformen und so weiter, die haben ja auch bestimmte Richtlinien und Vorgaben, also zum Beispiel Spotify und iTunes, die brauchen es gar nicht mehr so laut tatsächlich, weil die selber intern das auch nochmal normalisieren, haben die Vorgaben, wie du es denn abliefern kannst, so dass es dann trotzdem laut genug ist. Gut, das finde ich mir ein bisschen schade, weil das Ding sonst ist halt ein Überkiller, ne? So der Abriss von der Produktion, das ist heftig. Krank, was hier alles abgeht. Also nur epische Passagen drin, alles super epic, einfach die Bläser-Sektion hier wieder, die Brass-Section, tatsächlich aber nicht nur die tiefen Bläser-Sektion, sondern auch mal hohe Bläser-Sektion, die man hier auch sogar visuell dargestellt bekommen hat, als man kurz die Marschkapelle sozusagen gesehen hat. Ne, da sind hier alles Bläser, aber alles in den höheren Frequenzen normalerweise da. Hören wir aber im Song gerade jetzt an der Stelle nicht, lustigerweise. An der Stelle nicht, aber weiter hinten. Genau, weiter hinten. Aber hier, da ist kurz mal so eine tiefe Bläsersektion drin. Das sind synthetische Brasses, Bläser. Genau, und ansonsten haben wir hier, genau. Und dann aber auch diese von unten dazu. Genau. Die höheren, wahrscheinlich eben dann die Trompeten, die spielen dieses und dann sind da welche drunter, die dieses
Dun, 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 dun. Irgendwie sowas. 다시 돌아올 수 없어도 Oh, we must go. Ja, und dann hier auch super synthetische Snare, die hier dann aber auch so ein bisschen marschmäßig, Marching Drum mäßig, dass sie dann wieder reinspielt. Auftakt. Und auch das Interessante hier, dass diese Snare dann wirklich auch eine Tonhöhenverschiebung drin hat, also eine Pitch, Transition, Pitch Transition. Und dass es eben von der Tonlage, wo sie anfängt, dann eben langsam nach oben geht, während sie spielt. Das geht dann so ungefähr. Es klingt ein bisschen so, als ob man ein halb volles Glas hat und dort da so ein Tropfen immer rein plätschern lässt. Und umso voller das Glas wird, umso höher wird der Ton. So klingt die Snare hier ein bisschen, finde ich. Sehr, sehr cool. Hier ganz klassisch der Sub-Downer, natürlich. Also wieder sehr viele Sachen, die ich schon bei dem einen oder anderen K-Pop-Video auf jeden Fall erklärt habe. Hier sehr geil dieser Signalton oder dieser Beep, der so ein bisschen, finde ich, an EKG-Gerät oder sowas erinnert. An die Herzfrequenz. Ja, stimmt. Ich habe jetzt als erstes an dieses Taktpiepsen von deinem Cubase Achso, gedacht. Ja, bei Cubase ein bisschen anders. Also das Metronomklicken. Es gibt aber bei den anderen DAWs, also Digital Audio Workstations, gibt es auch noch andere Metronom-Klickgeräusche, die vielleicht, ich glaube bei Logic oder bei Pro Tools klingt das ungefähr so. Witzig. Ja. Nun hier dann auch mit dem Low-Pass-Filter bzw. High-Cut-Filter. Hier auf die ganzen Instrumente, was man im Hintergrund hört, ne? Ja. Ich glaube, das ist sogar mit dem Mund gemacht tatsächlich. Würde ich fast behaupten. Boah, hier ist auch ganz kurz so ein Vinyl-Stop drin. What? Hier. Ganz weit im Oh Hintergrund. mein Gott. Ja. Krass. Was halt geil ist, dass die Vocals dann genau von der Silbentrennung genau auf die Snare gehen. Und hier auch eine tiefer gepitchte Stimme tatsächlich nochmal drunter, eine Oktave tiefer, gut in den Mix reingesetzt, dass es relativ weit im Hintergrund klingt. Ich glaube, das echt klingt wie, als ob man es mit dem Mund gemacht hätte und sehr stark moduliert. Aber ich glaube wirklich, dass es mit dem Mund ist. Ja. Ich finde es so schade, das mit den Master. Die waren ja auch am Anfang schon drin. Es sind doch keine Dogs. Doch, keine Dogs. Aber so in die eine. Ja, diese Vocal Chants, diese die sind ja am Anfang ja auch schon drin. Oh. Ja, da war ich von dem Outfit abgelenkt. Das ist so ein bisschen Who Let the Dogs Out. What the? F. Pfannkuchen. Fun Day? What the Pfannkuchen? Der hat so ein Kreuz oder X in die Augenbraue geschnitten und da dann in der Mitte so ein Strassstein. Ja. Oh mein Gott, wie kommt man auf sowas? Ja, die
Style-affinen Oh mein Gott, ey. K-Popler. Also es ist schon sehr krass, wie hier die Kick eingesetzt wird und genutzt wird. Es klingt eher, als ob man eine Waffe hier betätigen würde und irgendwie rhythmisch hier dann noch umsetzen. Sehr, 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 sehr krass. Also absoluter Abriss. Ich finde es trotzdem schade, weil es ist wirklich, wirklich so, dass dann so Stellen wie die Kick und der fette Bass und diese Unterschiede zwischen dem Verse und so weiter, das kommt alles nicht so rüber, wie wenn man da ein bisschen mehr Dynamik lässt. Ich persönlich finde es echt sehr, sehr schade. Vor allen Dingen, wenn man den Vergleich nicht hat. Ja, also es wäre super interessant, auch ich denke, für die Massen so etwas dann auch mal zu hören, in einer dynamischeren Version, die nicht ganz so laut gemastert ist. Klar, wenn man das über die Anlage hört, dann fällt einem das vielleicht nicht mehr ganz so krass auf, vor allen Dingen, wenn man eine Hi-Fi-Anlage hat, beziehungsweise Hi-Fi-Anlage hat, also eben so eine gute Anlage zu Hause, fällt das nicht mehr ganz so auf. Wenn man das aber über Kopfhörer hört, dann ist das, klingt das für mich ein bisschen tot. Ja? Also die Sounds sind ja da. Also das Sounddesign der Sounds ist ja da. Also wenn du so einen krassen Bass drin hast, der irgendwie besonders angekratzt ist oder so, oder dann die Bläser, wie sie dann klingen, ob die so einen synthetischen Klang haben oder sehr organisch klingen und so, das ist ja alles da. Man versteht das, ja. Also auch der normale Zuhörer, aber man fühlt es nicht. Und das ist das Problem mit einem zu lauten Master. Man fühlt es einfach nicht. Auch wenn man es nur auf den, oder gerade wenn man es nur auf den Ohren hat, kann man es ja eh schon sehr wenig nur fühlen, weil es nicht durch den ganzen Körper geht. Aber weil auf dieser psychoakustischen Ebene das Ganze auch nicht mehr stattfindet und auch keine Lautstärkenunterschiede mehr sind, also die Dynamik eben nicht mehr vorhanden ist, fühlt man es nicht. Aber ich finde es hier jetzt zum Beispiel nicht so extrem wie letztens bei Super M. Weil da fand ich, klang der ganze Song richtig flach und man hat diese Stellen gehört, die so fett sein könnten oder sollten vielleicht, aber das einfach nicht rüberkam, weil das so flach war irgendwie im Endeffekt. Und hier, finde ich, klingt es jetzt schon fetter. Also man kriegt schon mehr so das Gefühl, aber ich weiß, was du meinst, trotzdem bleibt es so ein bisschen, dass dieser Wumms einem noch fehlt. Dass man so komplett mitgerissen wird. Aber ich finde es auf jeden Fall fetter vom Sound her schon, trotzdem als Super M mit Chopping. Ja, ich glaube, das liegt aber vor allen Dingen an der Soundauswahl hier, dass es nicht ganz so flach klingt wie bei Super M mit Chopping. Weil einfach andere Sounds hier benutzt werden und die Produktion selber, also das Arrangement und so weiter, die Soundauswahl einfach eine komplett andere ist und deswegen so schon irgendwie fetter wirkt. Ja, also das ist ja schon sehr Brass-Section-lastig und dann gerade diese Pausen hier finde ich eigentlich sehr, sehr geil. Wo man erwartet, dass es erstmal, also dass es richtig losgeht, aber es erstmal zurückgezogen wird. Wo war das denn? Hier, genau. Weil er hochsteigt und dann erstmal zurückgezogen wird. Das ist schon sehr, sehr geil. Das finde ich von der Produktion her auch interessanter vom Arrangement. Und so kann das Ganze halt durch diesen relativ langen Break oder Vor-Drop-Part, also genau zwischen dem Pre-Chorus und dem Chorus, haben die ja wirklich so einen relativ langen Break noch reingebaut. Der ist dem Zuhörer ermöglicht eigentlich nochmal so, oder automatisch passiert das, dass man einfach runterkommt, nochmal so von den Lautstärken, die man da gewohnt ist. Das Ding ist aber genau, weil wir ja nicht so viel Dynamik haben hier im Master, ist der Effekt nicht mal so extrem stark oder nicht so stark, wie er hätte sein können, weil eigentlich ist es genauso laut wie vorher, nur ist es von der Instrumentalisierung her einfach zurückgezogen. Okay. Es funktioniert trotzdem,
aber der Effekt ist trotzdem, oder gerade deswegen dann eben nicht ganz so stark. Ich Also find's, er könnte noch stärker sein. boah, wenn da ein bisschen mehr Dynamik drin wäre, dann wäre diese Stelle von hier, allein schon wie laut die Vocals hier eigentlich reinkommen, wäre dann aber zu dem Part, jetzt wo der Chorus losgeht, wäre Abriss. Du würdest einfach vom Stuhl fallen. Aber Weil meinst dieses du auch, Wum, bum, bada, bum, bum, bada, das ist ja so eigentlich, gut. ja, eigentlich ist es mega geil. Wenn du es über eine große Anlage hörst, wird dich das auch trotzdem mitreißen. Aber ich sag dir, dass wenn du es jetzt auf deinen Kopf, vor allem, stell dir vor, du hast jetzt irgendwelche, wie heißen die, Apple AirPods. So, du wirst, der Song wird einfach nur, der wird einfach wie ein gestreamter, flacher, ich kann dir das nicht mal beschreiben. Das ist. Aber meinst du, auf Spotify wird es schon ein bisschen fetter klingen? Ja, das auf jeden Fall. Das aber allein deswegen, weil Spotify schon eine höhere Auflösung hat von Nicht so den stark Tracks selber. Und dann auch noch, weil also eben die Normalisierung dort nicht so extrem ist, meine ich, wie hier. Und ja, das weiß ich halt nicht genau, da muss ich echt mal einen Experten fragen, ob dieses Normalisieren von YouTube auch nochmal so einen starken Effekt darauf hat, wie das Ganze am Ende klingt. Zu einem gewissen... Doch, ich glaube schon, also so rein logisch her würde ich es einfach mal annehmen, auf jeden Fall. Naja, das Ding ist, das Normalisieren bedeutet eigentlich nur, dass es entweder nach oben oder nach unten im Gesamten die Lautstärke angepasst wird. Eigentlich sollte an der Dynamik nichts passieren. Aber wenn es so stark normalisiert wird? Eigentlich nicht. Also weil es ein physikalischer Prozess ist, aber da muss ich nochmal einen Experten oder wahrscheinlich mehrere fragen, weil ich mir fast sicher bin, dass alle da aus dem Stegreif keine Antwort haben werden oder nicht dieselbe. Und man kennt ja den Spruch, wenn du 3 Experten fragst, kriegst du 5 Meinungen. Aber ja, schauen wir mal. Ja, ansonsten super krasser Abriss-Track. Mach am Ende, nicht ganz am Ende, so davor, Der mit diesen... Breakpart. Ja, was war das? Das waren so... Metallisch. Genau, es waren so Percussion-Elemente, Oh, die waren ja... die auch sehr durchgetuned waren. Aber auch wieder die Bläser, ne? Jetzt auch die Jungs hier nochmal als Chor im Hintergrund zu hören. Mit, aber hier die Bläser auch. Also sie spielen in diesem Song einen sehr, sehr wichtigen Part. Nicht nur diese untenrum Brass-Section, sondern wirklich auch obenrum. Das finde ich schon ganz cool. Oh, das klingt so geil. Das ist schon geil. Und auch die Offbeat Hi-Hat. Boah, der Move sieht mega geil Ich finde es auch aus. Ja. so geil, dass sie diese Marching Band mit drin haben. Ja, es ist. So einen geilen Shot immer, finde ich. Ja, und es passt halt auch, weil wirklich das auch stattfindet hier in der Musik. Der Move sieht geil aus. Aber ja. Hier ist. Oh Gott, ich könnte den Song gleich so 10-mal hintereinander hören. Ja, da ist auch sehr, sehr viel los, sehr, sehr viel Interessantes auf jeden Fall. Hier auch die Hi-Hats auch sehr, sehr wichtig, beziehungsweise, also es sind synthetische Hi-Hats, aber spielen hier auch eine sehr, sehr wichtige Rolle. Gerade hier spielen die sehr, sehr viel. Irgendwie sowas. Ja, super viele, sehr, sehr krasse Details. Also echt. Ja. Ein musikalisches Wonderland. Ah, hier, die meintest du. Ding, ding. Ja, genau.
Auch diese... 터져버려도 상관없어 난 지금 이곳은 배틀 시작 눈 닫기 싫은 문그 앞에서 웃어버려. Geil. Ja, es klingt, als ob man auf so eine Metallschüssel schlagen würde oder mit einer Fuchssäge spielen. Nee, sind es Fuchssägen? Fuchssäge? Naja, gibt es auch so ein Instrument mit so einer Säge, aber es klingt anders. Auf jeden Fall, ja, ja. Also genau so, wie es sich anhört, ist es wahrscheinlich, es ist höchstwahrscheinlich aus dem Rechner, dass man eben einen so einen Klang hat, einmal so diesen Dung, ne, wenn man den irgendwo jetzt auf dem Metall-Dings schlagen würde mit so einem Schlägel und den dann eben runtergepitcht stückweise. Das kann man mit einem Sampler eben sehr, sehr gut machen. Also man legt sich dann ein Sample, einen Ton oder irgendeinen Sound, so wie hier, eben auf einen Sampler und der teilt einen das dann auf einzelne Tasten auf der Klaviatur, aber natürlich auch alles virtuell auf der Klaviatur eben auf und dann kann man das dann einfach runterspielen. So klingt das dann hier. Man kann das auch nochmal ganz anders machen, sehr kompliziert, aber so wäre die einfache Variante. Hier auch dieses ne? Also die haben sehr, sehr viele Percussion-Sounds, die wir irgendwie da benutzen, um da irgendwelche coolen Effekte reinzubringen. Und das auch alle immer gepitcht, also irgendwie durchgepitcht. Und hier noch ein Schrei im Hintergrund. Also für mich klingt es wie ein Schrei mit super viel, ja genau, mit super viel Hall drauf und Reverb, also sehr, sehr viele Produktionsdetails. Das klingt so geil. Das klingt echt geil. Dieser Tonlauf. Ne. Ja, aber auch der Sound selber von diesem Metallding. Das Weil klingt der sehr, sehr verändert geil. sich auch mal leicht, oder? Oder kommt das nur wegen dem Ton? Ja, Ja? nur wegen dem Ton, ja. Ah. Dong, 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 dong. Das ist schon sehr episch, das ist fast heroisch. Oh mein Gott, das ist so geil. Ich muss es gleich nochmal hören. Das wäre eigentlich so ein Theme oder so ein Theme-Melodie. Also nur das Thema, was hier gespielt wird von den Horns hier, wäre absolut für so ein Action-Hero-Movie-Ding. Ja. Und auch mit der Flagge, Fahne und hoch und so. Es ist schon sehr, sehr, sehr alles auf heroisch hier angelegt. Sehr cool. Also das nenne ich mal auf jeden Fall ein Comeback. Ja, das darf man definitiv so sehen, weil es hört sich auch so. Das ist so clever, dass sie diesen Part reingebaut haben. So, okay, reicht. Die Kamera ist schon ausgegangen, das heißt, wir haben ganz schön lange gefilmt, wahrscheinlich schon. Ich hoffe, ihr habt was gelernt. Falls ja, lasst gerne ein Abo da und nicht vergessen, Glöckchen an für den Ehrenmann. Und schaut auch gerne bei Dana vorbei, denn sie hat auch einen YouTube-Kanal und Instagram. Haben wir beide sogar. Dürft ihr gerne folgen. Ich habe mir heute die Sonne auf die Augen gemacht. Achso, stimmt. Hat man das gesehen? Ja. So ein bisschen. Dafür, dass es draußen so regnerisch und herbstlich und super ist und naja, das war die Idee dahinter. Ja, ich habe ja meinen Kommentar zum Herbst schon unter meinem letzten Instagram-Bild verewigt. Habt ihr es gesehen? Ja, falls nicht, die Links sind alle unten und wenn ihr gute Kopfhörer braucht, dann empfehle ich euch natürlich diese hier. Die sind auch unten verlinkt. Ich habe die in letzter Zeit relativ selten beworben. Weil ich glaube, fang mal wieder an, die sind so bequem. Ich glaube, die Leute sind schon abgedeckt. Und wenn ihr True Wireless Kopfhörer braucht, dann kann ich und ein Android-Telefon habt, kann ich euch die hier empfehlen. Die Samsung Galaxy Buds. Die sind auch super bequem. Die hat sich Dana direkt nachgekauft, als ich meine einen Tag hatte, aber in weiß. Auch sehr, sehr geil. So, ansonsten würde ich sagen, tschüss und bis demnächst. Morgen, es gibt jeden Tag 2 Videos, ihr wisst es doch. Bis morgen.